Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem wir auf natürliche und unterhaltsame Weise Deutsch lernen. Heute erzähle ich euch eine spannende Geschichte. Klassenzimmer H22. Aber aufgepasst! Diese Geschichte ist nicht nur zum Zuhören da. Sie ist auch ein mächtiges Werkzeug, um euer Hörverständnis und eure Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. Warum ist das wichtig? Weil das Erlernen einer Sprache eine Reise ist. Je mehr ihr zuhört, desto besser versteht ihr, und desto sicherer fühlt ihr euch beim Sprechen. In diesem Video werdet ihr eine effektive Technik entdecken, um schneller Deutsch zu lernen. Eine Geschichte auf Deutsch hören. Nützliches Vokabular rund um das Universitätsleben lernen. Macht es euch bequem, und los geht's. Bevor wir zur Geschichte kommen, möchte ich euch eine sehr effektive Methode vorstellen, um schneller Deutsch zu lernen. Das aktive Zuhören. Regelmäßiges Zuhören ist essentiell. Wenn wir eine Sprache natürlich hören, gewöhnt sich unser Gehirn an ihre Klänge, ihren Rhythmus und ihre Struktur. Das hilft uns, besser zu verstehen und flüssiger zu sprechen. Eine besonders hilfreiche Technik zur Verbesserung der Aussprache und des Hörverständnisses ist das Shadowing. Was bedeutet das? Ganz einfach. Erster, ihr hört einen deutschen Satz. Zweiter, ihr wiederholt ihn sofort danach, so genau wie möglich. Dritter, ihr macht das mehrmals, bis es sich natürlich anfühlt. Diese Methode verbessert eure Aussprache, euer Gedächtnis und euer Selbstvertrauen beim Sprechen. Hier ein paar Tipps, um effektiv zu üben. Hört euch Audios oder Videos mit Muttersprachlern an. Beginnt mit kurzen Sätzen und steigert euch allmählich. Macht euch keine Sorgen, wenn es anfangs nicht perfekt klingt. Übung macht den Meister. Jetzt, da ihr diese Technik kennt, hören wir uns die Geschichte an. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Lena. Sie beginnt ihr erstes Semester an der Universität. Sie ist aufgeregt, aber auch ein wenig nervös. Lena studiert Physik und kennt sich auf dem Campus noch nicht gut aus. Sie hat ihren Stundenplan mehrmals überprüft. Ihre erste Vorlesung findet im Raum H22 statt. Mit ihrem Rucksack auf den Schultern und einem Notizbuch in der Hand macht sie sich voller Zuversicht auf den Weg zum Hörsaalgebäude. Doch als sie den Flur erreicht, in dem ihr Hörsaal sein sollte, beginnt sie zu zweifeln. Sie schaut sich die Türnummern an. 18, 20, 24. Aber wo ist H22? Ein wenig verwirrt entdeckt sie eine offene Tür mit einigen Studierenden im Raum. An der Tafel schreibt der Professor etwas. Lena atmet tief durch und entscheidet sich, einzutreten. Sie setzt sich in eine der hinteren Reihen und holt ihr Notizbuch heraus. Der Professor, ein Mann Mitte 50 mit einer Brille und einem freundlichen Gesicht, dreht sich zur Klasse um und sagt:
Guten Morgen zusammen. Heute schreiben wir, wie angekündigt, unsere erste Klausur. Bitte legt eure Sachen beiseite und nehmt ein leeres Blatt Papier heraus. Lenas Augen werden groß vor Schreck. Eine Klausur? Aber es ist doch der erste Tag. Sie schaut sich um und sieht, dass alle anderen Studierenden ruhig ihr Papier herausholen. Sie spürt, wie ihr Gesicht heiß wird. Ihr Herz schlägt schneller. Hier stimmt etwas nicht. Vorsichtig hebt sie die Hand und sagt leise: Entschuldigung, ich glaube, ich bin im falschen Kurs. Der Professor schaut sie überrascht an und fragt: Das ist nicht Ihr Literaturkurs? Literatur? Nein, ich studiere Physik. Ein paar Studierende schmunzeln, aber niemand lacht sie aus. Der Professor lächelt verständnisvoll und sagt: Kein Problem, das passiert den meisten Erstsemestern. Wohin müssen Sie denn? Lena sieht in ihren Stundenplan und antwortet: Horsel age 22. Der Professor nickt und deutet mit der Hand zur Tür. H22 ist im anderen Gebäude, den Gang rechts entlang. Lena bedankt sich schnell, packt ihre Sachen ein und verlässt den Raum mit hochrotem Kopf. Im Flur atmet sie tief durch und lacht leise. Was für ein Start ins Unileben. Schließlich findet sie den richtigen Hörsaal. Diesmal überprüft sie die Nummer zweimal, bevor sie eintritt. Sie schaut sich um, entdeckt einige andere Studierende, setzt sich auf einen freien Platz und atmet erleichtert auf. Es war ein aufregender Morgen, aber Lena hat eine wertvolle Lektion gelernt. Fehler gehören zum Lernprozess, und es gibt immer Menschen, die helfen wollen. Die Geschichte von Lena zeigt uns etwas sehr Wichtiges. Fehler zu machen ist völlig normal, besonders, wenn wir etwas Neues lernen. Oft haben wir Angst davor, Fehler zu machen, sei es beim Sprechen einer Fremdsprache, beim Ausprobieren neuer Dinge oder in ungewohnten Situationen. Aber was ist mit Lena passiert? Sie hat sich im Raum geirrt, ja, aber am Ende war es gar kein großes Problem. Niemand hat sie ausgelacht oder schlecht behandelt. Der Professor und die anderen Studierenden waren freundlich, und dank dieser Erfahrung hat sie etwas gelernt. Eine neue Sprache zu lernen funktioniert genauso. Ihr werdet Fehler machen, Wörter falsch aussprechen, zögern, und das ist völlig in Ordnung. Das Wichtigste ist, dass ihr weitermacht und aus euren Fehlern lernt. Deshalb, anstatt euch zu schämen, wenn ihr einen Fehler auf Deutsch macht, betrachtet es als eine Gelegenheit, euch zu verbessern. Jeder Fehler ist ein Zeichen dafür, dass ihr Fortschritte macht. je mehr ihr übt, desto sicherer werdet ihr euch fühlen und desto weniger Angst habt ihr vor dem Sprechen. Also denkt beim nächsten Mal, wenn ihr in einer schwierigen Situation auf Deutsch seid, an Lena. Ein Fehler ist kein Scheitern, er ist ein Schritt nach vorne auf eurem Lernweg. Jetzt, da wir Lenas Geschichte gehört haben,
schauen wir uns einige nützliche Ausdrücke und Vokabeln an, die euch in ähnlichen Situationen helfen können. Nützliche Ausdrücke für den Uni-Alltag. Wo ist der Hörsaal H22? Eine typische Frage, um nach einem Ort zu fragen. Ihr könnt auch sagen: Wo ist die Bibliothek? Wo ist das Büro des Professors? Wo sind die Toiletten? Ich glaube, ich bin im falschen Kurs. Um zu sagen, dass ihr euch geirrt habt. Andere Möglichkeiten wären: Entschuldigung, ich bin hier wohl falsch. Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen? Eine einfache und höfliche Frage, wenn ihr Unterstützung braucht. Wichtiger Wortschatz zum Thema Universität. Der Hörsaal. Der Raum, in dem Vorlesungen stattfinden. Der Stundenplan. Die Liste mit den Kurszeiten und Räumen. Die Klausur. Eine Prüfung, die Studierende schreiben müssen. Der Professor, die Professorin. Die Person, die an der Universität unterrichtet. Die Studierenden, die Kommilitonen. Die Menschen, die mit euch studieren. Shadowing-Übung, mitsprechen und nachsprechen. Jetzt üben wir gemeinsam. Ich sage eine Phrase, und ihr wiederholt sie nach mir. Erster Entschuldigung, ist das der Physikkurs? Zweiter: Ich glaube, ich bin im falschen Hörsaal. Dritter: Könnten Sie mir sagen, wo der Hörsaal H22 ist? Diese Methode hilft euch, eure Aussprache und euer Sprachgefühl zu verbessern. Wiederholt die Sätze ruhig mehrmals. Heute haben wir viel gelernt. Eine neue Geschichte, hilfreiche Ausdrücke für die Universität und eine effektive Lernmethode. Aber das Wichtigste ist: Sprachenlernen bedeutet, Fehler zu machen, und das ist völlig normal. Jedes Mal, wenn ihr einen Fehler auf Deutsch macht, denkt daran: Das ist keine Niederlage, sondern eine Chance, euch zu verbessern. Erinnert euch an Lena. Sie hat sich im Raum geirrt, aber am Ende war es nicht schlimm. Sie hat aus ihrem Fehler gelernt und ihn in eine wertvolle Erfahrung verwandelt. Um in Deutsch voranzukommen, denkt daran: Hört regelmäßig zu, je mehr, desto besser. Übt Shadowing, um eure Aussprache zu verbessern. Habt keine Angst vor Fehlern, sie sind Teil des Lernprozesses. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und es mit anderen zu teilen. Euer Support hilft mir, weitere Inhalte für euch zu erstellen. Wir sehen uns im nächsten Video. Viel Erfolg und bleibt dran!